Good Vibes Only. Ein Lebensmotto, das auch bei Trennungen, Lebenskrisen oder persönlichen Schicksalsschlägen hochgehalten wird. Die Community auf Instagram, TikTok und Co. hat darauf nur eine Antwort. Sei fröhlich, sei positiv und lächle. Dass man dann eigentlich von seinem Leben selber nur das Beste teilt, damit alle denken, oh, sie hat ja nur so ein gutes Leben und sie ist ja nie traurig. Man will sich ja nicht irgendwie Posts anschauen, wo negative Dinge gezeigt werden oder traurige Beispiele, sondern immer nur, wie der Influencer cool am Strand abhängt und die Cocktails schlürft und irgendwie sein bestes Leben lebt. Wenn also Vibes, dann bitte nur die guten. Solche Hashtags im Netz fördern aber einen einseitigen Blick aufs Leben. Im ersten Moment scheint die immerzu positive Einstellung zwar hilfreich zu sein, doch das Motto je positiver, desto besser ist laut Psychotherapeutin Miriam Hoff ein Mythos und kann sogar gefährlich werden. Social Media macht es ja vor, immer höher, schneller, schöner, besser. Das heißt, es gibt einen gewissen Druck, wo ich mich eben nur von meiner besten, positiven Seite zeigen darf. Und alles Negative darf nicht mehr sein in dieser schillernden Welt. Und das wiederum führt dazu, dass ich mich irgendwann isoliere oder denke, ich bin alleine mit meinen negativen Gefühlen, weil alle anderen sind ja immer so super drauf. Und das ist eben das Schädliche auf Dauer, weil ich mich dann hinterfrage und denke, ich bin anders als alle anderen. Dass es Menschen mit einer optimistischen Einstellung grundsätzlich besser geht, das stehe außer Frage. Toxisch, also giftig werde es aber, wenn negativen Gefühlen gar kein Raum mehr gelassen werde. Experten sprechen dann von toxischer Positivität. Toxische Sätze sind zum Beispiel, reiß dich zusammen, ist doch nicht so schlimm, wird schon wieder, bin ich auch schon mal durchgegangen. Das heißt, Sätze, die das Gegenüber nicht ernst nehmen in seinem oder ihrem Leid und damit dann auch alleine lassen. Wir haben Gefühle, auch negative Gefühle, und die haben einen Sinn, weil die uns anzeigen, dass etwas nicht stimmt und dass wir da hingucken sollten. Das Verdrängen und dauerhafte Ausblenden von negativen Gefühlen könne auf Dauer nämlich zu Depressionen führen. Deutschlands einziger und erster Happyologe Patrick Wenke hat sich intensiv mit dem Thema Glück und Glücklichsein beschäftigt. Auch er warnt davor, negative Emotionen wegzudrücken. Social Media ist natürlich ein extrem positiv dargestelltes Feld mit ganz vielen Filtern, wo alles super funktioniert und alles super schön ist. Aber du weißt ja selber, das ist Fake, also meistens ist es ja Fake. Und ich glaube, dass gerade diese Natürlichkeit, diese Authentizität, wenn jemand auch mal sagt, du, hier ist mir gerade was passiert, das macht eigentlich sympathisch. Und aus den Dingen, die anderen falsch machen, lernen wir alle am meisten. Und ich glaube, dass diese ganzen Social-Media-Experten einfach mal auch gut beraten sind, auch diese Fehler mal zu posten. Die toxische Positivität auf Social Media lässt genau das nicht zu. Ein Grund für viele, den Good Vibes-Trend zu hinterfragen. Man darf den Blick für die Realität nicht verlieren. Man kann alles optimistisch sehen. Letztendlich wird man dann doch vor vollendeten Tatsachen gestellt. Und dann hilft es nicht, dass man alles nur positiv gesehen hat, sondern wird dann doch von der Wahrheit eingeholt, von der Realität eingeholt. Aus diesem Grund denke ich, dass ein gesunder Mix aus beidem doch wichtig ist. Auch mal die schlechten Sachen im Hinterkopf behalten, weil nur wenn schon was Schlechtes passiert, kann man sich auf was Gutes freuen. Wenn man die Stimmung nicht so gut ist, dann ist es okay, dass es nicht gut ist. Und man kann auch, man muss sich nicht zwingen oder andere nicht zwingen, nur immer positiv zu sein oder gut gelaunt zu sein. Aber wie gelingt es, einen Mittelweg zwischen Optimismus, Pessimismus, positiven und negativen Gefühlen zu finden? Am ehesten, indem man Rückschläge annimmt, Blickwinkel verändert und auch die Hoffnung nicht verliert. Ich hatte ja das Glück, den Glücksprofessor, Professor Dr. Alfred Bellebaum kennenzulernen. Und er hat etwas Schönes gesagt. Er hat gesagt, das größte Glück ist im Unglück versteckt und dort suchen die wenigsten. Und deswegen ist das Unglück und das Glück, das ist eine Balance, die im Leben dazugehört. Und er sagte auch etwas sehr Schönes. Er sagte, Glück ist kein Dauerzustand. Genau deshalb ist es wichtig, nicht alles im Leben durch die rosarote Good Vibes Only Brille zu sehen. Mal unglücklich sein und Trauer zu empfinden, das gehört genauso zu einem erfüllten Dasein wie Lebensfreude und positive Gedanken. Schönen guten Abend, Dr. Thorsten Büsser, systemischer Therapeut aus Frankfurt. Grüße Sie. Guten Abend.
Herr Dr. Büsser, wie würden Sie toxische Positivität beschreiben? Weil Positivität ist ja erstmal was Gutes. Das ist erstmal was Gutes, ja. Wenn Sie aber als Betroffene zum Beispiel einen guten Ratschlag hören, ja, und Ihnen geht es danach schlechter als vorher, dann war es eher toxisch. Gut, an wem das jetzt liegt, können wir vielleicht gleich noch irgendwie ein bisschen auseinanderbröseln. Haben Sie mal ein Beispiel? Also nehmen wir mal an, Sie haben ein Haustier, einen Hund, der Ihnen ans Herz gewachsen ist und der verstirbt und Sie sind sehr, sehr, sehr traurig. Und jetzt sagt Ihnen jemand, ja, der war ja auch schon alt und Hunde sterben halt, es ist ja ein Tier und Sie können sich ja auch bald einen neuen kaufen, dann ist alles wieder gut. Das stimmt zwar alles, aber es geht mir nicht besser danach. Ja, genau. Es ist individuell, aber wenn es Ihnen danach schlechter geht, war das ein toxischer Ratschlag. Okay. Wie würden Sie dann reagieren auf sowas? Am besten ist, Sie grenzen sich sofort ab und sagen, Sie möchten über das Thema nicht weiter reden. Das möchten Sie alleine bearbeiten. Sie können auch sagen, ich fühle mich jetzt nicht verstanden und möchte das Thema einfach nicht jetzt weiter erörtern. Ja, also da darf man sich abgrenzen durchaus. Ja. Toxisch klingt jetzt so negativ. Eigentlich meint die Person, die mich ja gerade trösten wollte, ist eigentlich gut mit mir. In der Regel ist immer eine positive Intention damit verbunden. Ja? Aber meistens können diese Personen einen nicht so richtig abholen. Das heißt, die hören nicht richtig zu. Ja? Manchmal wollen die auch ein Problem schnell beiseite schieben, loswerden. Ja? Manchmal ist es auch ein Teil der Selbstbestätigung, dass ich sage, ich bin ein guter Ratgeber, ich kann Lösungen anbieten. Wenn die gut ankommt, fühle ich mich selber vielleicht auch besser. Das ist auch ein Effekt, der ja positiv ist vielleicht. Ja. Dieses Abholen oder dieses Trösten, wie sähe das besser aus oder wie könnte man es besser machen? Also wir haben schon in dem Beitrag gehört, diesen negativen Gefühlen, die man hat, auch ein Stückchen weit Raum geben und die ein Stück weit zulassen, mal zuhören und sagen, ja, die gehören jetzt auch dazu. Das ist angemessen in dem Moment der Trauer oder des Unwohlseins, weil eben was passiert ist, was nicht schön ist. Und das so zu benennen, das hilft manchmal schon. Das darf so sein, das war so, das ist so. Gehören eigentlich zu toxischer Positivität immer zwei Personen, also wo irgendwas schiefläuft in der Kommunikation? Oder haben wir diese Positivität zum Teil auch selber so verinnerlicht? Es ist ein Gesellschaftsphänomen unserer Leistungsgesellschaft, dass immer sehr vieles positiv verkauft wird. Und was wir in den neuen Medien auch in dem Beitrag gehört haben, die transportieren natürlich dieses Positive in einer übertriebenen Form, sodass sich kulturell der Gedanke vielleicht hier entwickelt, man muss positiv sein. Und insofern gehören nicht immer nur zwei dazu, sondern auch die Gesellschaft an und für sich. Und ich kann mir sozusagen auch als Einzelperson da richtig Druck aufbauen, oh, ich muss das aber jetzt positiv sehen. Und das ist dann das Schlimme, genau, wenn man da nicht bei sich bleibt, sondern sozusagen sich in Abhängigkeit ins Außen begibt. Sie sagen, wenn man alles unter den Teppich kehrt, weil letztendlich ist es das ja, alles Negative kommt unter den Teppich, dann kriegt der Teppich irgendwann eine Beule und man stolpert drüber. Ja. Finde ich ein schönes Bild. Erstmal kann man sich super vorstellen. Was meinen Sie denn mit dem Stolpern? Also was ist das im übertragenen Sinne dann? Ja, das Stolpern ist tatsächlich, dass dann Krankheiten, psychische Störungen auftreten können. Es kann aber auch erstmal sein, dass man schlecht schläft, und dann unter Schlafstörungen richtig leidet, dass man vielleicht Ängste entwickelt, depressive Zustände, hat ja auch die Kollegin im Beitrag gesagt, entwickelt. Und das ist dann sehr ernst zu nehmen. Also das heißt unbewusst oder unser Unterbewusstsein ist da ganz clever. Das merkt in dem Moment eigentlich, da fehlt was, da wird was komplett ausgeblendet. Ganz genau. Und das kämpft dann dagegen an, leider mit dann den unschönen Wirkungen. Sehr spannendes Thema. Schönen Dank, dass Sie da waren heute. Danke, Herr Dr. Büsser. Also, wenn negative Gefühle nicht sein dürfen und einfach weggewischt werden, dann spricht man von toxischer Positivität. Man darf sich gegen solche Menschen abgrenzen oder auch gegen solch einen Druck. Durchhängen, Frust und Scheitern mögen auf Social Media keinen Platz haben. Zum Leben gehört all das nun mal dazu.